Immobilie gegen Mobil tauschen, das ist ein schwieriger Schritt. Immerhin muss auf eine ganze Menge verzichtet werden. Damit die Verzichtsliste nicht allzu lang wird, haben sich die Besitzer dieses Mercedes für eine rollende Heimat der schweren Klasse entschieden, ein SK. Ehemals ein Dreiachser von der Feuerwehr mit zulässigem Gesamtgewicht von 25 Tonnen im Originalzustand, jetzt abgelastet auf 18 Tonnen. Immer noch ein echter Brecher. Die 440 V8 PS sollen schließlich auch was zu tun haben. Wer davon träumt, mal in sein Auto zu ziehen und damit für viele Jahre auf Reisen zu gehen, der sollte auch wissen, dass das Wetter auch mal so aussehen kann. Das hier ist Modell norddeutscher Landregen, aber es gibt sicherlich auch den Modell patagonischen Landregen oder sibirischen Landregen. Der freut sich natürlich, wenn er ein entsprechend größeres Auto zur Verfügung hat. Wie diesen SK hier, ein 2544, ehemals Schweizer Feuerwehr, vom Dreiachser zum Zweiachser gekürzt. Immerhin noch 9 Meter lang, 6 Meter Kabine haben wir, 3,85 Meter ist die hoch, also jede Menge Wohnraum. Und wenn man ein großes Haus dabei hat, dann muss man ja auch irgendwo eine Garage haben, damit man mit einem Kleinauto unterwegs ist. Und die Garage, die hängt hier hinten dran. Diese großen Heckgaragen, in denen so ein ausgewachsenes Polaris reinpasst, haben aber den Nachteil, dass sie sehr schwer sind. Und hier ist die dreiseitig zu öffnende Heckgarage nicht Teil der Wohnkabine, sondern hinten angehängt. Finde ich sehr gut gelöst, weil ich dieses hohe Gewicht direkt am Hauptrahmen fixieren kann und eben nicht am Hilfsrand der Wohnkabine. Damit ich die ganze Heckgarage mit dem Quad absenken kann, muss ich hier einmal den Unterfahrschutz beiseite nehmen. Das ist ein System, was man eigentlich kennt, wo die Gabelstapler an den LKWs hinten dran sind. So. Und da kann der bei Offroad-Fahrt auch tatsächlich dranbleiben. Wird einfach hier wieder arretiert. Und jetzt können wir das absenken. Unterfahrschutz ist weg. Jetzt muss ich einmal die ganze Hebebühne ein Stück entlasten. Dann kann ich diese zwei Splinte lösen. Auf der anderen Seite ist der zweite. Die halten während der Fahrt das Ganze auch an Ort und Stelle. Und dann kann ich das ganze Gefährt absenken. Ausgedacht hat sich diese Lösung wie auch die gesamte Kabine, die Boxmanufaktur aus Sottrum bei Bremen. 500 Kilo Zuladung sind in der Heckgarage möglich. Der Vorteil dieser gut funktionierenden Idee: Das Zweitfahrzeug wird bewegt, der LKW dürfte öfter mal stehen bleiben können. Dass dieser LKW etwas größer ist als der Durchschnitt, merkt man schon an dieser sehr breiten Eingangstür. Aber natürlich auch hier im Innenraum. 5,98 Meter von Innenwand zu Innenwand, 2,38 Meter Innenbreite. Das ist wirklich ein amtliches Maß, aber ein ganz großer Unterschied zu den anderen LKW dieser Größenordnung. Wir haben hier hinten die Heckgarage angeflanscht, die ist kein integraler Teil der Kabine. Und deswegen muss dieser ganze Bereich für die Technik herhalten, der sonst ja häufig in der Heckgarage drin ist. Und es ist so, ich kann dieses Panel hier wegnehmen. Dann komme ich an die Lithiumbatterien und den ersten Teil der Ladegeräte. Und hinter dieser Doppeltür, da verbirgt sich ein wahrer Altar der Elektrik. Vor dem Elektrikabteil ist der Küchenblock. Block deshalb, weil er wirklich sehr hoch ist. Ich messe hier 1,2 Meter bis Oberkante Arbeitsplatte. Das ist deutlich höher, als man das von der heimischen Küche kennt oder anderen Campern. Hoch ist auch das Fenster montiert, das ist nicht zu groß, aber weil es so schön hoch ist, kann ich auch wirklich noch Sachen drunter abstellen. Ich kann vielleicht später noch ein Gewürzregal platzieren. Überhaupt gibt es sehr viel Arbeitsfläche in der Küche. Ein zweiflammiges Induktionskochfeld. Natürlich, wir haben ja gesehen, mehr als genug Batteriekapazität ist da. Die Spüle ist versenkt, das ist ja mittlerweile so beliebter Standard, kann auch abgedeckt werden. Und hier gegenüber ist die Dinette.
1 Meter Breite hat sie, 2 Meter lang, also theoretisch könnte hier jemand noch schlafen. Aber wenn Besuch kommt, dann lässt sich das Ganze auch noch ausziehen auf beiden Seiten, dann ist auch wirklich viel Platz. Ich kann es mir auch gemütlich machen. Und was darf natürlich nicht fehlen in so einem rollenden Heim, das ist die große Balkonklappe. Nur bei diesem Landregen heute nicht die schönste Option. Da könnte man sich doch eher ins üppige Bett verziehen. 2,8 Meter mal 1,65, da findet man nicht so schnell wieder raus. Hier hinter der Sitzgruppe ist das Hochbett. Hochbett nenne ich es deshalb, weil man ganz gut merkt, dass darunter ja die Quad-Garage ist. Es bleiben 88 cm oberhalb der Matratze übrig. Das ist noch ein gutes Maß. Wie man sieht, ich kann hier aufrecht sitzen. Gibt eine Menge Stauraum an Kleiderschranken hier. Die Türen öffnen auch beide in die richtige Richtung, dass ich also von vorne auch gut rankomme. Gibt offene Ablagen, Leselampen, Fernseher, also alles da. Was mir auffällt, ist, dass die Panoramaluke fehlt, die ja eigentlich sich ja mittlerweile jeder träumt oberhalb des Bettes. Es ist eher wenig Fensterfläche und Dachlukenfläche hier in dem Fahrzeug verbaut. Das Fahrzeug ist ausreichend hell, weil es viele weiße Flächen hat. Dafür gibt es eine Klimaanlage und daran merkt man, das Fahrzeug ist eher dafür ausgelegt, in südliche Gefilde zu fahren und nicht in nördliche Gefilde, wo es dunkel ist, sondern hier, wo es heiß ist, da will ich eigentlich gar keine großen Dachluken im Dach haben. Viele Installationen bedeuten auch eine Masse an Technik und die muss irgendwo zusammenlaufen. Im ganzen Fahrzeug sind sehr wenig Schalter. Das wird alles über dieses On-Duty-System verwaltet. Da kann ich die Tankfüllstände absetzen. Ich kann auch sehen, dass wir trotzdem, dass es regnet, gerade 310 Watt aus der Photovoltaik ziehen. Ich kann damit auch die ganze Beleuchtung steuern, kann hier das Licht an- und ausschalten oder dimmen. Das funktioniert hier alles über dieses Panel. Ich kann hier das Licht im Bett an- und ausmachen. Spätestens hier im vorderen Teil merkt man dann, dass dieses Fahrzeug wirklich dafür ausgelegt ist, als neues Zuhause zu dienen. Es gibt unglaublich viel Stauraum. Diese Schränke zum Beispiel, die sind 70 cm tief. In anderen Häusern wäre das mittlerweile schon als Kinderzimmer völlig in Ordnung. Hier gegenüber ist Platz für die mittlerweile sehr beliebte Daewoo Waschmaschine. Und angegliedert nach vorne ist dann der große Durchgang ins Fahrerhaus und das zweigeteilte Badezimmer. Auf der linken Seite ist das WC und auf der Beifahrerseite ist die Dusche. Mit 82 x 80 cm und einem richtigen Handtuchheizkörper fühlt man sich hier wirklich wie zu Hause. Es gibt eine Ventilationsluke, um die feuchte Luft abzutransportieren. Also das ist eine sehr praxisgerechte, sehr große Dusche. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite, da ist dann das separate Trocken-WC mit einem sehr großen Klappwaschbecken. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob diese Lösung im Gelände nicht vielleicht noch eine Arretierung braucht. Das Waschbecken selbst ist jedenfalls wirklich üppig, hat viel Platz. Haben wir in dieser Form schon bei ein, zwei anderen Fahrzeugen gesehen, aber Funktionalität auf den ersten Blick ziemlich gut. Stauraum gibt es für die 2 Personen, die mit diesem SK auf Reisen gehen wollen, mehr als genug. Und bei den 3,5 Tonnen Zuladung muss man sich auch keine Gedanken machen. Jetzt aber erstmal genug der Roomtour. Wird Zeit, dass wir mal sehen, wie sich das Auto überhaupt fährt, oder? Klar, fahren tut er auch, der SK. Doch trotz seines bärbeißigen Aussehens mit den MPT-Reifen auf 20 Zoll Bitlocks ist er nicht fürs harte Gelände gemacht. Sein angestammtes Revier sollten Pisten bleiben. Langstrecke absolvieren, das ist sein Metier. Ihre wirkliche Stärke spielen XL-Mobile aus, wenn sie stehen. Dann hat man sein Zuhause dabei, mit allem Komfort und kann die Welt am Stellplatz auf sich wirken lassen. Dass man dafür über 650.000 € hinlegen muss, ohne Basis-LKW, liegt vor allem an der komplexen Technik.
Die Elektroinstallation mit ihren 28 kW Leistung ist das mit Abstand größte, was uns bisher unter die Augen kam. Völlige Stromautarkie, auch die hat ihren Preis. Ihr steht auf solche XL-Boliden? Dann schaut euch doch mal online auf explorer-magazin.com um und hier in unserem Kanal. Denn da findet ihr viele weitere Lkw-Tests.